Ich wollte mal fragen, ob du mir in der Entscheidung helfen könntest. Mein 140er Blade für jeden Content. Erstens 135er CD-Pad und Battle Pass für Stat Page. Zweitens PvE-Set CC-Pad. Also für jeden Content würde ich mal behaupten, wäre wahrscheinlich PvE-Set besser langfristig. Wegen Envy-Level ist, glaube ich, 135er. Weiß ich nicht hundertprozentig, weil ich selber noch nicht als Blade gemacht habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ziemlich tricky ist, wenn du nur ein 135er Set hast, ein Envy zu leveln und auch später Kriton zu farmen, ist, glaube ich, mit dem 135er Set auch schwierig. Müsstest du schon hundertprozentig jedes Mal mal Full-Premt reinballern, was ja auch Kosten sind, jeden Tag. Und mit einem PvE-Set brauchst du das auf jeden Fall nicht so, weil du da halt auch ein bisschen stabiler unterwegs bist. Natürlich brauchst du ein CC-Pad. Ja, vielleicht kriegst du aber langfristig dann noch gute Ulti-Waffen oder sowas, wo du noch ein bisschen Crit-Chance reinbekommst. Wo noch das Schmuckset mit 10% Crit-Rate noch bekommst und sowas. Alles so, dass du halt die fehlende Crit-Rate wieder ausgleichen kannst. Ja. Wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Gedanke mit C wird da nämlich auch heiß diskutiert. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, dieses ganze Thema PvE-Sets ist halt nicht gut erforscht. Ich würde gerne, das sind halt alles so Sachen, da hätte man eine Kooperation mit Gala, Testserver-Zugang oder sowas. Dann könnte ich halt so eine Sachen, also Test-Live-Server-Zugang, ich brauche jetzt hier nicht einen Testserver, ich glaube, die haben ja auch einen, also was die Mods und sowas benutzen, ist ja so ein Live-Test-Server, also mit der Live-Version und nicht mit irgendeiner zukünftigen Version, so dass ich mir einfach Chars erstellen könnte und Equipment erstellen könnte, um so eine Tests zu machen, ne? Dass ich halt also PvE-Set, 135er-Set, Wild-Set, Damage-Vergleich, verschiedene Builds, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo ist beste DPS und sowas alles, dass man das halt einfach machen könnte, ne? Hätte ich auch Bock drauf und sowas, weil es halt auch aktuell, also sehr ein aktuelles Thema ist, viele nicht so genau wissen. Und das ist ja auch klassenunabhängig. Also zum Beispiel nur weil ich als Jester PvE-Set reingehe, heißt es halt nicht, dass es als Knight oder Blade dann vielleicht auch die bessere Wahl ist oder sowas. Weil ich als Jester habe zum Beispiel auch kein Crit-Rate-Problem. So, ne? Das ist halt für mich sehr schnell. Also dieses Set-Effekt Crit-Rate bringt mir halt bei einem Wild-Set oder 135er-Set keinen Mehrwert so an DPS. Weil das, ja, Crit-Rate komme ich halt so auch easy ran. Aber das ist halt nicht ein Argument für andere Klassen, wie zum Beispiel ein Blade oder sowas. Und da wäre es halt schon wirklich cool, hätte man da irgendwie die Möglichkeit, da, ja, sowas halt so irgendwie zu machen, dass man halt so ein Video daraus machen kann und so verschiedene Klassen, welche Builds und so. Argumente sind, dass PvE-Set weniger Damage macht als 135er-Set und du entweder dann einfach vom Damage nicht schaffst. Weiß nicht, also soweit wie ich weiß, ich glaube der höchste und schnellste Blade jetzt zum Beispiel auf dem Server, der hat ja auch so schnell wie er konnte, ist er auch auf das PvE-Set gegangen und hat damit den Envy gelevelt. Muss natürlich nur gucken halt, dass das ausgleicht. Und es ist halt natürlich auch immer noch eine Sache, nutzt du halt Prems denn dauerhaft, wie zum Beispiel die Crit-Rate Potion und sowas alles, oder ist dir das halt auf Dauer zu teuer und so. Es sind halt viele verschiedene Argumente. Aber wenn du natürlich davon nicht abhängig sein willst, dann ist halt vielleicht 135er Set dann erstmal besser. Besser. Ja, er hat ja dann auch, das ist halt so die Sache, so dann zwischen Full Premt, nicht Premt und so. Er hat ja dann auch das PvE-Set genommen und Crit-Rate-Pad. Dafür hat er aber auch alle 2 Minuten beim Crit-Rate-Pad mit Pad-Feedback Grace genutzt, wo er 100% Crit-Schaden oben drauf bekommt und sowas alles. Und hat halt so dann, ne, überall geminmaxed und sowas alles, wodurch dann halt bestimmte Sachen halt einfach dann besser sind. Ja, mein Jester Bo in der Gilde, der PvE vs. Wilds getestet hat. Er macht mit Wildset etwas mehr Damage. Okay. Ja, ist halt die Frage, ne? Ist etwas mehr Damage gegenüber settechnisch vielleicht aktuell etwas, also höheren Kosten. Plus Wildset kannst du halt nicht für alles nehmen. Also Wildset Envy leveln, Wildset Kriton Farm und sowas ist halt alles nicht. Also entweder du machst halt mehrere Sets, so dass du ein Set hast für etwas mehr Schaden. So, dafür das halt plus 10 machen und 28% Attack rein. Oder du nutzt halt ein Set, etwas weniger Schaden, dafür wesentlich tankiger. So, ne, womit du halt jeden Content dann trotzdem machen kannst. Ob du beim Monster jetzt
dadurch ein Hit weniger brauchst oder sowas oder 5k, 6k weniger Schaden pro Hit machst, was eventuell ein Hit oder auch nicht mal ein Hit weniger ist. Dafür bist du aber viel brutal tankiger. Also finde ich halt, das ist dann halt immer das Argument so, ne? So, also, ja, macht's halt Sinn, macht's keinen Sinn, so, weiß ich nicht, 5, 6, 7k pro Schlag mehr zu machen, was eventuell in ein Hit weniger resultiert. Vielleicht aber auch gar nicht. Ja. Aber dafür halt ein zweites Equipment irgendwie komplett zu bauen und sowas alles. Keine Ahnung. Ja, die Frage ist, ich sag mal, das ist ja auch wieder PvE-Schaden. Ist halt auch wieder ein Prozent. So, ne? Die Frage ist das jetzt hier wieder anders? Weil wir hier noch PvE-Schaden über die Adventure Fortune Flask bekommen und weil wir noch NPCs und sowas, ich meine, das hast du auf dem Main-Server auch, aber hier hast du halt nochmal PvE-Damage in der Flask. So, das sind Prozente, die alle, umso höher sie sind, also die alle am Ende deiner Damage-Kalkulation, kommt der erste PvE-Schaden auf das komplette obendrauf. Ne? Crit-Schaden wird ja währenddessen schon berechnet, anhand von deiner Attack- und Crit-Rate und deiner Crit-Schaden. Und on top, ganz am Ende, kommt der PvE-Schaden, der das alles dann, umso höher es ist, dann nochmal höher skaliert. Und umso höher der Endwert ja dann nochmal ist, womit es nochmal multipliziert wird, also kann das hier ja theoretisch schon wieder noch krasser sein, das PvE-Set, als auf Burudeng, weil wir hier die PvE-Schaden 15% nochmal über die Flask bekommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, 41% PvE-Schaden. Ich hoffe, da gibt es keinen Cap, nicht dass irgendwie 30%, weil ich glaube, bei PvP-Schadenreduktion gab es da nicht einen Cap oder sowas. War doch irgendwie mal ganz wild. Naja, auf jeden Fall 41%. 41% ist schon ordentlich, ne? Klar, dafür habe ich nur 83% Crit-Schaden. Aber dadurch es auch der letzte Multiplayer ist, müsste es doch auch theoretisch so sein, dass der immer brutaler und krasser wird, umso stärker dein Schaden, also umso höher dein Schaden wird. Also umso stärker ich werde, umso stärker wird auch der Multiplayer dann an sich werden, im Vergleich zum Beispiel zu Crit-Schaden. Also wenn mein Pet jetzt noch wesentlich besser wäre, wenn ich jetzt Ulti-Schmuck noch haben würde und sowas, dann müsste das ja auch immer stärker und stärker werden, sozusagen. Also, ja. Versteht ihr, was ich meine? Vorteil vom Wild Set beim Leveln ist doch der Set-Zusatzeffekt von Speed. Beim Jester, ja, klar, sicherlich ist auf jeden Fall ein cooles Ding, aber ja, also am Ende ist halt die Frage, Vorteile, rechtfertigt es, das Wild-Set zum Beispiel zu kaufen und noch zu upgraden. So, weil ich finde, PvE-Set, ja, brauchst du schon so für Kriton zum Beispiel jeden Tag. Also würde ich halt schon nicht missen wollen. Und du kannst halt damit auch easy leveln. So, es funktioniert. Also ist jetzt kein Kampf jetzt hier irgendwie zu leveln, so, ne? Die Frage ist das Wild-Set so gut, dass du die Set-Teile kaufst und das noch plus 10 Upgrades und 28% Attack? Gibt es dir diesen Mehrwert, diese Ausgabe dafür zu tätigen und die vielleicht nicht entweder, wenn du das Geld hast, woanders zu investieren oder, ja. Das ist halt so die Frage. Also sind es halt irgendwie diese 5-6% mehr DPS, was eventuell beim Monster-Leveln eventuell ein Hit weniger ist, den du dann brauchst, eventuell, vielleicht auch gar nicht. Und ja, was ist es, 5% Speed, die getriggert werden, die du dann halt hast? So, ist es das halt wert? So, das ist halt die Frage, die ich mir halt stelle, um dieses Set noch zu kaufen und zu upgraden. Anstelle von vielleicht etwas anderem wie Pet oder sowas oder keine Ahnung. Je nachdem, wo man halt ein Defizit hat oder so, wo man halt auch ja was rausholen kann. An Schaden eventuell. Was aber vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht oder sowas. Und ich glaube auch für höheren Content, wenn wir jetzt eine Content-Level-Erweiterung bekommen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so ein PvE-Set mit Schadensreduktion und so, neue Giants, Bosse, keine Ahnung, was alles auf uns zukommt. Kann ich mir halt vorstellen, dass halt so ein PvE-Set da schon eher relevant ist als das Wild-Set, wo du halt vielleicht schnell dann auch aus den Latschen kippst und so. Also das ist dann aber halt jetzt nur von mir Theory Crafting so ein bisschen. Aber Stand jetzt für mich als Jester, bin ich halt mit dem PvE-Set komplett zufrieden und sehe jetzt nicht den unbedingten Benefit davon, dass ich mir jetzt unbedingt noch ein Wild-Set jetzt kaufen muss und so, dass ich das jetzt unbedingt brauche, weil ich sonst
Content XY damit nicht erreichbar ist oder irgendwie mein Progress dadurch erheblich gesteigert wird, mit der Gegenüberstellung der Kosten, sehe ich halt irgendwie nicht. Wildside ist Müll, hab's beim Knight, Ranger und Blade getestet, vor allem fürs Gegen ist das 150er Set besser. Ja, gegen Envy Leveln und Kriton, und das sind ja so aktuell, ist das ja jetzt abgesehen von Wilds, auch so mit Endgame-Content. Und aber auch bei Wilds, wenn du da zum Beispiel mit AOEst und sowas alles, wenn du als Jester jetzt Jester Blast benutzt und sowas alles, da ist halt das PvE-Set dann halt auch besser. So. Stirbst auch nicht so schnell und so, bist halt tankiger. Also halt als Allrounder, so ist es ja nicht so, dass du damit halt kein Damage machst. Machst du ja trotzdem. So. Wie gesagt, klar, es ist dann von Klassen zu Klasse dann vielleicht auch mal die Benefits mehr oder weniger da und so. Und die einen oder anderen müssen halt auch ein bisschen mehr umändern, damit das PvE-Set gut ist und so. Jetzt Knight, Blade müssen halt stark gucken wegen Crit-Rate und sowas alles. Was jetzt beim Jester ist, ist halt wurscht. So, ne? Mit der Crit-Rate. Das ist halt kein Argument jetzt, du brauchst ja die Crit-Rate, deswegen musst du ja das Wild-Set nehmen. Das ist halt als Jester, das ist ja Quatsch. Jester Wild-Set ist doch ein Schnapper. Ja, prinzipiell ist das jetzt vergleichsweise günstiger, aber trotzdem würdest du es ja dann wahrscheinlich plus 10 upgraden und 28% Attack reinhauen. Aber das sind ja, da bist du ja auch schnell bei mehreren 100 Euro, die das halt kosten kann. Wenn du jetzt nichts davon jetzt irgendwie nicht gerade S-Protects 200 Stück gebunkert hast und 4 Lightning-Karten 7%. Und wie gesagt, da ist halt die Frage, wofür? So, für die 5 bis 10k mehr pro Hit, was, wie gesagt, am Ende des Tages vielleicht nicht mal ein Hit weniger ist, also halt, und dafür bist du halt aber eine Glass Cannon weiterhin, wo der Jester so oder so schon Probleme hat, dass er schnell aus den Latschen kippt.